So, weiter Leo aus. Der hat erstaunlich viel zu sagen für einen Typen, der hier einfach nur auf dem Container sitzt, ne? Gut, dass er den als erstes getroffen hat. Sind Sie der Leo, der in den Zettel geschrieben hat, dass mehr Banner benötigt werden? Oh, yes, yes. I leave all kinds of notes for myself. That old head of mine ain't so good at keeping things in no more. I almost forgot about the borscht. Er hätte beinahe das Borscht vergessen. Hat nicht irgendein Teil von uns gesagt, dass das Borscht eventuell ziemlich interessant ist? Oh, yes. I've been taking special whirling borscht to the men every day since the strike started. Er bringt den Männern seit Beginn des Streiks jeden Tag speziellen Whirling-Borscht. Wie war das mit der Küche? Da war der Typ, der meinte, das war der Typ, der uns endlich mehr oder weniger freundlich abgewiegelt hat, ne? It's very, very good. Makes a man feel so warm and happy. I feel like I could take on Mr. Renadan's boar dogs every time the lunch is done. Mit einem breiten Lächeln schüttelt er den Kopf. Oh. Was meinen Sie damit, dass Sie den Männern bei die Suppe bringen? Hat das mit dem Streik zu tun? Yes, yes. I'm taking it to them. The borscht keeps them happy and in fighting spirits. Makes you all warm inside. They brew it in the whirling in rags. Sie brauen das im Whirling, aber das ist doch nirgendwo Platz. Es sei denn hinter dieser lustigen Tür. Irgendwas stimmt mit diesem Borscht nicht. Das werde ich mir mal nachhaken. Du akzeptierst den Auftrag. Wer braut den im Whirling? Oh, the whirling's cook. He makes it. Them is always talking with Mr. Manana in that weird language and laughing together. He doesn't speak what we speak. He's from Grad. Aber Grad, was hatte ich mir zu Grad geschrieben? Ach, Grad war Polen. Beziehungsweise Tschechien oder sonst irgendwas. Und die Leute, die daherkommen, sind die ziemlich. Habe ich mir zumindest hier aufgeschrieben. Ich komme mal natürlich durcheinander. Irgendwas stimmt mit diesem Borscht nicht. Da werde ich mal nachhaken. Oh, sure, mister. Sure. Der kleine Mann nickt. Yes, sir. He didn't actually understand what you meant. And now he's just nodding along. Sehr schön. Vor allen Dingen, er sagt gerade, du sind nicht von hier, aber das ist erst doch selber Ubi oder nicht? Ne, das fragen wir das mal. Oh, yes. Born and raised in Irish, mister. Mom had to leave my dad after he got a bit violent. Took us here to the new world. I was about 10 then. Too old to lose my accent then. Wie, war der erst mit 10 ausgewandert und hat seinen Akzent trotzdem nicht verloren? Wie ist denn das so mit Akzent? Also, ich weiß, dass so Diplomaten sich Mühe geben müssen, um den Akzent tatsächlich zu verlieren. Aber mit 10? Will ich Berliner ja auch mal so ein bisschen vor mir hin und fange ich an, jetzt immer zu sechseln. Trotz, dass ich jetzt irgendwie schon länger wohne. Aber, bis ich Berliner ja eigentlich Anhaltiner, ich, ja. Aber, der war 10. Also vor allem der Vater war ein bisschen zu gewalttätig. Das ist sehr verharmlos, das ist doch ganz schön. Ich meine, wie alt ist der jetzt? 70? Naja, wahrscheinlich ganz so alt nicht, aber trotzdem, da hat er das in all den Jahren nicht. People say us Ubis are up to all sorts of trouble with sheep and other animals and whatnot. I just want you to know there was never any of that where I come from. No, sir. Those are just nasty rumors. Naja, möchte es also nochmal betonen, dass er das nicht mit Schafen treibt. Thank you for clarifying that, sir. Ach, Kim delivert aber auch wieder. Was hat das mit dem Container darüber? Zeigst du den Container, der den Kranuslegern hängt? Oh, that one. That should be empty as far as I know. Lots of containers here have nothing in them. They're just waiting to be loaded up. Told you. Danke, Kim. Okay, der Container ist leer. Ich suche den Anführer. Oh, you want Mr. Evrart then? He's an awfully nice fellow, he is. Him and his brother are both nice fellows. They've lived their entire lives in this here neighborhood. Achso, sein Bruder ist wahrscheinlich der andere, von dem er gerade gesprochen hat. Guys like Mr. Evrart and Mr. Edgar, his brother, are real good guys. Made Martinez what it is today. Mr. Evrart and Mr. Edgar and I went to the same school we did when we were boys. Aha, die sind gemeinsam zur Schule gegangen? Also ist er genauso alt. Jetzt so langsam, ich will doch nur wissen, wo der Mann es finden kann. Oh, Mr. Evrart is where he always is. In his office, of course. Er zeigt auf die zwei miteinander verbundenen Container rechts von dir. Okay, ich gehe da mal wieder. Bye now. Also er ist wirklich da drin, in den Containern? Ich hätte gedacht, dass ich auf dem Hafen... Warte, das ist mir alles so noch rot. Will ich mich nicht mal... Aber in einer anderen Richtung kann ich mich gar nicht umsehen. Ich hätte durch dieses komische andere Büro tatsächlich durchgemusst. Nee, tatsächlich. Also ich komme da unten in den Hafen gar nicht rein. Na gut. Ja, man möchte da nicht meinen, das sind so komischen Hafen... Irgendwie stehen diese Container viel zu dicht. Das sind so komischen Hafen hier. Dass die... Waldplan, stimmt, die sind wirklich alle noch grün mit diesem Weiß drauf. Das ist ein Ort wie diesen Hafen, dass es dann einen richtigen Bürotrakt gibt oder weiß ich, ein bisschen Verwaltung müsste da geben, oder?
Der Kaffee ist in der riesigen Thermoskanne, ist noch lauwarm. So, mal kurz überlegen, ob ich noch was mitnehmen muss. Konzeptbildung, Suggestion. Wir nehmen mal Schauspielkunst mit. Oh ja, das sieht sehr gut aus mit diesem Netzdingsi. Konzeptbildung ist, glaube ich, gerade nicht gefragt. Reaktionsvermögen. Elektrochemie, was kriege ich? Das ist ein Beherrschung, ist, glaube ich, gut. Korpsgeist. Also prinzipiell ist der BMR-Streifenmantel einfach nur die bessere Version. Elektrochemie. Das Kalkül, Schauspielkunst. Nee, Logik, Autorität. Ich habe eh so wenig Autorität. Ich glaube nicht, dass es irgendwas bringt. Ich bräuchte noch einen Plus-Rhetorik-Hut. Eine Treppe aus Paletten führt nach oben. Warum ist denn das hier alles improvisiert? Und das ist der große Gewerkschaftsführer? Ich meine, das ist wahrscheinlich der Sekretär, aber es sieht trotzdem witzig aus, wie er da rein. Der Typ ist wie die Karikatur. Ist das ein Jesus-Dings? Das sieht aus wie eine Karikatur seiner selbst. Oder Before ist das? you is a walrus of a man seated behind a large desk. He looks up from his work, not the least bit surprised to see you. Er ist überhaupt nicht überrascht, mich zu sehen. Das Ding ist, Evrart Clair, ich hätte mir halt eher so einen, also nicht so einen fetten Typen vorgestellt, weil er sieht jetzt halt wirklich aus wie ein Bürokrat. Und ich hätte halt eher gedacht, dass er irgendwie fitter ist. Also halt so wie Titus Hardy, nur in vielleicht ein bisschen gewitzter und älter. With great effort, he straightens himself up in his chair, yet says nothing. He simply stares at you. Er starrt nur und das Grinsen, ach schön. With a mixture of expectation and impatience, well bottled. Kommen wir direkt zum Punkt. In einem Baum hängt eine Leiche. Sind Sie der Boss? Welcome, Mr. Dubois, Mr. Kitsuragi. It's good of you two to stop by. Please, have a seat. Hey, wir kennen unseren Namen! Wuhu! Das, ist eigentlich praktisch, dass er uns direkt begrüßt. Natürlich weiß er, wer wir sind, weil er spioniert ja auf uns. Also durch die Gärtnerin. I'm Evrart Clair, head of the Debarders Union here in Martinez. Der Mann macht sich in seinen Sessel gemütlich und fährt fort. I'd offer you my hand, but unfortunately my health prevents me from getting up. You understand? Er kann aus gesundheitlichen Gründen nicht aufstehen? He looks extremely comfortable. The tiny folding chair, on the other hand, looks like a torture device. Das ist nicht wirklich ein Klappstuhl, oder? You go ahead, Detective. Mit einem Nicken deutet der Lieutenant erst auf dich und dann auf den Stuhl. Whatever he has in store for you, it can't be good, he thinks. I'll do my best. Danke, lieber Korpsgeist. Leider habe ich dich nicht gelevelt. Forget about that. What's with this Dubois stuff? You're getting some seriously bad vibes from that name. Ich ahne, dass das mein Name ist. Was stand noch auf den Dingern drauf? Wahrscheinlich HDB, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, da stand HDB 31 drauf oder so. Oder nee, HDB 41 war's, ne? Moment. Ich muss eigentlich nicht raten, weil auch ich habe wie Kitsuragi habe auch ich ein Notizbuch. Und hier stehen sehr viele Buchstaben. Wie März 51. HDB 41. Ich würde mal sagen, Dubois ist durchaus unser Name. Ich bleibe lieber stehen. Please, Mr. Dubois, let us converse in a civilized manner, as equals. Take a seat. I insist. Aha, ich bestehe darauf. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you are a reasonable man, and reasonable men can be of great use to one another. Verdammt, was ist das schon unbequem? Du bleibst ernst. So tell me, how can the head of the Debarders Union help a representative of the Revachol Citizens Militia today? Diese falsche Freundlichkeit, ne? Also er fragt mich aber nur, wie er mir heute höflich sein kann. Gesundheit verloren? Ach lol, weil ich auf den Stuhl sitze! The chair Wow! you're sitting on has got to be the most uncomfortable chair in the world. It's violating your backside. Ich hoffe, ich habe genug Health Packs. Oh, by the way, I heard you got a rather rude reception from a certain Lawrence Gart. Some people have no manners, it pains me to say. Schön, dass er also er flext gerade, wie gut er informiert ist, oder? Das ist das, was er gerade macht. Er zeigt gerade, wie gut er rumspioniert. This should take care of that nonsense. Er zeigt auf einen riesigen Scheck, der auf seinem Schreibtisch liegt. Er wirkt lächerlich groß. It should be sufficient to cover your expenses for a few days and patch over your differences with the cafeteria manager. Go ahead, take it. Aber mich gleich direkt bestechen, das ging aber schnell. Der Stuhl sorgt regelmäßig für Game Overs, aber ich habe doch noch Heals. Oder nehme ich jetzt immer weiter Schaden?
Wenn nicht, muss ich mein letztes Safe-Game von vor 10 Minuten laden. Ah ne, ich habe gar kein Safe-Game gemacht. Oh. Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Danke, Mr. Evrart. Du nimmst den lächerlich großen Scheck. Du nimmst den lächerlichen großen Scheck, sagst aber nicht. Beinsohn, ich brauche ihn nicht. Lass den Scheck. Das habe ich. Vor allem 25 Taler würden doch überhaupt nicht reichen. Sie können ja einen lächerlich großen Scheck behalten. Ich dachte, da stehen jetzt gerade 20.000 drauf oder so. Sie kennt gar nicht. Yes, I know, Lawrence. He's a real character. No union man in him. A real piece of work, that boy is. Mit der Gewerkschaft hat er nichts am Hut. Das ist aber nicht das, was er im Englischen gesagt hat. No union man in him sagt er eher, dass er nicht das Zeug dazu hat, bei der Gewerkschaft mitzumachen. Oder dass er halt nicht das richtige Mindset hat. Oder. Nicht jetzt direkt bei dir, aber bei Leuten, die mit 1 HP und keine Heilung reingehen. Also sagen wir mal so, wenn ich keine Heilung mehr hätte, hätte ich welche gekauft. Weil zumindest 2 Heilungen ist jetzt übrigens auch meine Schmerzgrenze. Ich glaube, unter würde ich auch nirgendwo langlaufen. Also zumindest nicht mit 1 HP. Ich kann mir durchaus vorstellen, wenn du am Anfang hier den Körperapparat nicht levelst, so wie ich, dass dann auch relativ schnell zu Ende geht. Weil ich hab ja auch nur 2, ne? Das ist halt irgendwie so, With a grin, he points to the checker game. It's like you're on a game show. At least don't thank him for it. Bitte wagen sich nicht. Behalten Sie nicht, brauche ich nicht. Lässt den Check liegen. Okay. I respect a man with principles. No handouts then. Er verschränkt die Arme über seinen korpulenten Bauch und fasst ihn tief in seinem Sessel. Keine Almosen, Alter. Now, I'd like to set your mind at ease about one other matter. Your lost gun. Let me assure you, union people are on it as we speak. I've got my best hounds looking for that lost gun. Ah, richtig schön Salz in die Wunde. Der verschwundene Revolver. Junge. His slug-like lips move, but all you hear is an echo. Lost gun, lost gun, lost gun. Junge. Also, das ist so freundlich, wer da ist. Also, er setzt alle Waffen ein, die er hat. The world is swallowed by a black hole of fear. Only 2 words escape its gravitational pull. Lost and gun. Gut, dass ich Zwielicht gelevelt habe, sondern mit viel Zwielicht hier reingegangen bin. Nur 2 Worte widersetzen sich seiner Anziehungskraft. Verschwunden und Revolver. When he said, don't worry, he actually meant, be very worried. Danke, liebe Schauspielkunst. Das hätte ich auch gar nicht selber gewusst, dass er meint, seien Sie sehr besorgt. Ich würde jegliche Hilfe wissen, zu der Sie in der Lage sind zu schätzen wissen. Are you all right, Harry? You seem anxious. Don't be. Everything's going to be all right. Also kennt er uns jetzt wirklich persönlich? Ja, zumindest hat er unseren Namen jetzt komplett gesagt. Nee, er spielt darauf an, oder? Er sagt unseren Namen mit Absicht, in dem Wissen, dass wir vielleicht nicht wissen, wie wir heißen. It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded gun. Local children aren't out there playing with it right now, pointing it into their own mouths. It's in a safe place. I just know it. I have a feeling everything's going to be all right. Der Stuhl treibt dich in den Wahnsinn. Nebenwirkungsängste. Aha. Aber Beherrschung hätte ich eigentlich sonst... Scheiße, wenn der dumme Stuhl nicht gewesen wäre, würde ich hier gut dabei stehen. Sich zu setzen war ein verdammter Fehler. Na gut, wir wenden uns einfach mal am Kinn. Officer, we will deal with this later. We don't need Mr. Clair's help with this. I wouldn't be so sure about that. Alter, wirklich jetzt? Dann fail ich jetzt, ne? God, you're sweating. Your knee is jerking. You're about to cry, aren't you? You're about to cry because you lost your gun and those children are gonna shoot themselves with it. Ja, aber es gibt doch gar keine Kinder. Wir wissen bereits, dass eine junge Frau den Revolver beim Pfandleiher gekauft hat. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Mr. Dubois, you don't look so good. What is this, Mr. Dubois? He keeps repeating. What is he trying to pull here? You need to cool the fuck down. Mr. Dubois, Mr. Warte mal, ich möchte nochmal laden und mich nicht hinsetzen. Das war von Anfang an dagegen, mich hinzusetzen. Und jetzt geht er mir auf den Sack mit diesem komischen, mit diesem scheiß Stuhl. Das hasse ich. So, diesmal machen wir es ohne Stuhl hier. Das ist ja lästig hier. Kann ich noch was klauen? Das ist übrigens der ganze Tisch. Before you, with a mixture of expect. Welcome, Miss. I'm Evrart. I'd offer you my... He looks You go ahead. Whatever. Forget about that. Please, Mr. Dubois. Very well, Mr. Dubois. I respect a man with strong convictions.
Als er nickt, wabert sein Doppelkinn wie die Welle eines Ozeans. I too have convictions. One of which is that I will not engage with any man who won't face me at eye level. Er verrät niemand, der sich nicht auf Augenhöhe einlädt? Should you find yourself more amenable in the future, I'd gladly resume our conversation. But until then, I'm afraid I must ask you to leave. You're no Titan of Elysium, buddy. He's got you in a fork. Sit down or leave. Du schleichst dich leise davon. Kann ich an dir vorbeigehen? Ein präparierter Fisch, der die Uhrzeit verrät. Okay, wo kriege ich jetzt einen Klappstuhl her? Yes? Aber ich komme ja auch nicht mehr raus aus der Bude, ne? Ich muss mit ihm reden. Ah! So ein fucking Elend! Ich kann, glaube ich, auch nichts machen, oder? Also die Schauspielkunst war gerade auf jeden Fall nicht nützlich. Ich bräuchte einen Klappstuhl. Ach, Harry, ich kann wahrscheinlich auch nicht eine bessere Hose anziehen, oder? Ja, okay, dann. Mr. Dubois, I hope time is on your side this time. Please, Frag mal, warum ich so nett. please, Mr. Dubois. Let us converse in a civil... It's nothing. Yes, that's probably right. It's nothing. Okay. Excellent, Mr. Dubois. I can see that you are a reasonable Verdammt, das ist sehr man. sturmbequem. So tell me, how can the head of the Debarders... The chair? Oh, by the way, it should be... Wow, that's 25 real. That's good money. You need it. Okay, now... Here's the world when he said, don't worry. Ich mache mir keine He Sorgen, das ist gar kein actually Problem. meant, be very... Are you all right, Harry? It's not like you left it loaded. You didn't lose a loaded... Officer. I Sich wouldn't halt be Kind zu so werden bringt sure doch gar about nichts, that. ne? God, you're sweating. Mr. Dubois... What is this, Mr. De... Mr. Dubois! Mr. Dubois! Harry! Der beleibte Mann schnippt dir die Finger, aber er zeigt Wirken. Du zeigst keine Wirkung, bist irgendwie benommen. Es gibt keine Harrys, dein Verstand zieht sich an einen sicheren Ort zurück. Wie ein Wackelpudding mit Schuss rutscht du vom Stuhl. Was? Es gibt keine Harrys? Mr. Dubois, are you okay? Can I get you a glass of water or something? Are you having some kind of medical emergency? Also er hat Harry schon gut studiert und macht ihn jetzt komplett fertig an seinen Seiten, ne? Maybe you could use your hands somehow. In a kind of throw-in motion. Like you're throwing that Mr. Dubois act right back at him. He's Mr. Dubois. Nee, besser wird's nicht. Herr Dubois, du gehst warm mit dem Kopf. Ja, voll, Mann. Mir geht's total super. Du rutschst weiter nach unten. Dieses Stuhl ist wirklich unbequem. Ein Glas Wasser wäre nicht schlecht. Du setzt dich gerade hin. What an odd demonstration of... you got me, Harry. I don't even know what. As entertaining as it was, I'm afraid we're wasting our time. And I'm an extremely busy man, as I'm sure you are too. Aha. Er hat über diese komischen Dinger rumliegen, ne? Okay, enough. We are here to ask you some questions pertaining to a murder investigation. Ach stimmt, das hätte ich natürlich auch machen können, dass du direkt Dings sagen können. Quick, here's your window. Get yourself together and ask him questions. Danke, Police liebe officer Rechtsvermögen. questions. Polizei It is super. about time to stop embarrassing yourself. Questions will help you regain some of your lost dignity. Ich kann Fragen stellen. Also ich habe gehört, dass die Gewerkschaft in Drogenhandel dort verwickelt ist. Ja, Michael de Boer genannt. Könnt ihr mir helfen, Leiche aus dem... Ich möchte über den Lynchmord reden. Ich stelle Nachfragen in den Debüten. Ich habe Joyce getroffen, die Vertretung des Unternehmens. Was in den Container sich draußen? Nichts. Ich sage erst mal die Leiche. You might have noticed there's one hanging on a tree behind the hostel cafeteria. Ja, genau. Wir wollen die Leiche loswerden. Oh my. Don't take this question personally, but why would I get involved in this matter? Weil deine Leute es Mr. waren. Clair, the man was hanged with a cargo belt. A steel-reinforced cargo belt. It's safe to assume the union had something to do with the murder. Ja, genau. Die Gewerkschaft hat was damit Besides, zu tun. getting the body down would benefit all of us. It's a stain on the neighborhood. Außerdem wäre es für uns alle von Nutzen, wenn die Leiche aus dem Baum fällt. Das ist ein Schandfleck für die Nachbarschaft. Außerdem habe ich die Fußspuren im Tat untersucht. Arbeiterstiefel. Ja, das ist, glaube ich, das ist kein gutes Indiz, oder? Ja, das Gurtding. Du sagst nichts. Sie sind eine Führungspersönlichkeit. Helfen Sie Ihrer Gemeinschaft. I can certainly see how having him up there might start affecting some real estate values. Er leckt sich eine fette Lippe und lächelt. But of course, all joking aside,
I am going to help you. Er nimmt den Hörer von einem Funktelefon zu seiner Rechten und drückt dann auf einen Knopf. Jean-Luc, my boy, I'm sending 2 police officers down. They have a dead body in a tree problem they need help with. Namely, they need it to be taken down. And Jean, please take it easy with the race science. That's a yes to getting the body down, no to the race science. Er legt auf, das ist wieder zu. Also er sagt ohne Jean-Luc nochmal extra, halt dich mit der Rassentheorie zurück. Ja, Leiche runterhängen, nein, Rassentheorie. You can find Jean-Luc down at the gates. He's the big impressive one. You know, tattoos, muscles, ethnic looking. Can't miss him. Great guy. Ethnisches Aussehen, nicht zu übersehen, toller Typ. Ich möchte über den Lynchmord reden. Oh, of course. That's your main thing here. That's why you're in Martinez. I know everything that goes on around here, and I would love to help you, like I'm helping you with the body. Er würde es lieben, mir zu helfen. So. I mean, it's no secret that the lynching is connected to the strike. So much to talk about. Honestly, it's been weighing on me so heavily. I understand you need to interview me. Es hat ihn schwer belastet. Ich habe übrigens gerade einen Geheimauftrag abgeschlossen. Ich weiß nicht so richtig, wie ich das gemacht habe. Ich habe das Gefühl, dass das ein Aber kommt. But there's a thing that's been keeping me up at night. I want to talk about the hanging. I mean, if we could just calmly talk, exchange information, we could blow this thing wide open. Wir könnten einen entscheidenden Durchbruch erringen, sagt er. Wir wollen uns einfach nur unterhalten. So. Yes, that sounds good. Let's do that. But I can't think straight with this thing weighing on me. You're police officers, aren't you? I have a crazy idea. You guys are basically door-opening machines. Incredibly talented at opening doors. Er hat da noch diese eine Sache, die ihn ganz doll belastet. Und Polizisten sind ja quasi Öffnungsmaschinen. Kim, ist das wahr? Sind wir Türöffnungsmaschinen? I'm not sure I understand. If you're asking us to break down someone's door, it's not going to happen. Come now. I just need you to go open a little door for me and leave it unlocked. A simple thing. Absolutely nothing shady about it. Ich soll für ihn eine Tür öffnen. Wahrscheinlich die grüne Tür im Whirling Wax, oder? Oder eine metaphorische Tür. An excellent opportunity presents itself, sire. You could win the trust of the arch-liar, pretend to play into his hand. Then, should you wish, bend his efforts towards your own. Oh, hier bietet sich aus, das ist schön. Majestät. Ich werde jetzt ein bisschen gar nichts mehr liefern. Verdammt, na schön. Dann, ich kümmere mich darum, wir reden über diesen Mord. Fantastic, my friend. Just let me know when it's done and we can take our friendship to the next level. Er schnippt mit den Fingern. You can get the key from Manana. He's down by the gates. Manana's like a free agent in the Union. Special operations. Hardened socialist. A real free thinker too. He'll tell you precisely where the door is. One last thing, Harry. Ein hartgesottener Sozialist. Manana ist der Typ, der den ganzen Tag nichts macht. Irgendjemand fand ihn auch verdächtig. Ist also der Spezialagent. Ach, das ist ja schön. Aber immer noch mehr Ströme, ja. Just open the door. You don't need to go in or anything. I just want that weasel to come home and see the unlocked door. Ich will nur, dass der Schlüpfer nach Hause kommt und merkt, dass die Tür offen ist. Aha. Ich habe gehört, dass die Gewerkschaft den Drogenhandel vor Ort wird. Ob das klug ist zu sagen? Ach komm, wir müssen einfach alles sagen. What? Oder? Harry, how could you say that to me? You know I appreciate a joke as much as any jolly fat guy, but I can't take slander. Are you actually investigating this? Also irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben History mit dem guten Mann hier. Das, schön, dass er sich als fröhlicher Dicker bezeichnet. The reaction appears to be sincere, but it's impossible to tell with this guy, honestly. Kein Kommentar. Harry, you wound me, Harry, in the heart. But I trust you to put this to bed. Do what you must, and let's change the subject, shall we? Ah ja, er fühlt sich jetzt sehr verletzt. He's hiding his real reaction beneath courtesy. Ah, schön. Thank you for your understanding. We will continue to do what we must. Der Lieutenant sieht ihm in die Augen. Wir werden weiterhin tun, was nötig ist. You too, Lieutenant. You know, I like you, but you never were my favorite. I'm a Harry guy. I'm Team Harry. Er ist Team Harry, das ist ja schön. None taken.
Did we have anything else to do here, Harry? Antwortet Lieutenant schnell, wendet sich dann ab. Ich habe Joyce getroffen, ja. Oh, that's very nice. I haven't gotten around to her yet. I'm very, very busy, you see. I hope you're getting along. Also er sagt auffällig oft Harry. Okay, jetzt hat er es nicht gesagt, sondern es stand nur im Text, aber trotzdem. Er spielt mit einem Knopf an seinen Ärmeln, also ein Zeichen von Nervosität. One thing I want to make very clear, Harry, is that this is not some kind of union versus corporation situation. Everyone is just pals here. Ah ja, es ist kein Gewerkschafts- oder Großunternehmen-Ding, aber die erwarten wortwörtlich, dass sie das... Ja, okay, gut. Bloß gute Freunde. We're all trying to do what's best for Martinez here. Don't feel like you can't cooperate with her, because you and I are such good friends and I'm helping you get that nasty body down from the tree. I'm not a jealous guy. Aha. Die versuchen alle das Beste für Martinez zu tun. Naja, an sich ist Joyce überhaupt nicht an Martinez interessiert. Die will einfach nur ihre Fracht von A nach B kriegen, oder? Evrart Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Warum ist sie nicht reingelassen? Was ist mit dem letzten Unterhändler passiert? What do you mean, Harry? Nothing. I let him go. Aha. Was meinst du, Harry? Das ist, Darauf wirkt er jetzt wieder verärgert. Bei früheren Verhandlungen hat er ihnen im Namen des Unternehmens Zugeständnis gemacht. Warum sollte er einen solchen Verbündeten fortschicken? He's an old man, Harry. I wanted him to spend more time with his family. God knows how long he's got left. Er blickt zu Boden und seufzt. Alter, richtig der Mafia-Move. Wer weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Sie haben ihn einen Zwerg genannt. Harry, I have little people in my organization. I would never call someone a midget. What is this? Honestly, I'm beginning to think you're a midget, Harry. I'm only kidding, Harry. You're not a midget. No one is. We're pals. Darauf reagiert er auch empfindlich. Joyce meint, dass die letzte Anführer der Gewerkschaft an verdächtigen Umständen verschwunden ist. Vanished? Harry, the woman left her casserole in the oven and couldn't make it here in time for the voting. Alter! Haut er uns seinen scheiß Schwanz ins Gesicht? Das ist ja unfassbar! Sie hat ihren Auflauf im Ofen vergessen und konnte deswegen nicht schaffen. Junge! Alter! Oh, did I leave my casserole on? Better go home and check. The election can wait. When she got back, the whole thing was over. Alter! Wait, there was no mention of a casserole from Joyce. Joyce hat keinen Auflauf erwähnt. Harry, Harry, Harry. Do not fixate on this little matter. Maybe it was a rabbit stew, or a hairdryer, or an iron. The point is, her heart wasn't in it. Mine was. Uh-huh. If it's spilled blood you're looking for, then there certainly isn't any in his expression or demeanor now. Es gibt keinen, also er ist gerade absolut blass, na super. Und nach vergossenem Blutausschweiß ist jetzt kein Gesicht, und sein Verhalten hier keins zu finden. Ja gut, darüber, das ist ja schon ein bisschen länger her, ne? Ja, Joyce scheint zu denken, dass die Gewerkschaft ihr ein billiges Lokangebot gemacht hat. Yes, yes. Low balling, of course. This isn't a casino, Harry. Real people, real livelihoods are at stake here. But everything's a casino for those rich types. Ah, jetzt fährt er wieder jetzt fährt er quasi einfach nur sein Spiel runter, was er immer macht, wenn er halt irgendwie mit den Leuten redet. Das ist jetzt einstudiert, was er jetzt raushaut. His expression makes it clear. This is childish and irresponsible behavior. Ah ja. Also ich würde sagen, er ist ein klassischer Soziopath, oder? Weil er hat so seine eingespielten Rollen, aber seine Fassade geht auseinander, wenn du ihn mit irgendwelchen Sachen konfrontierst, mit denen er nicht rechnet. Also er kann halt nur korrekt emotional auf Dinge reagieren oder richtig seine Maske aufrechterhalten, solange er die Situation richtig kontrollieren kann und Dinge passieren, so wie er es erwartet. Und das Drogengeschäft, Dingsy, war unerwartet für ihn. Warum haben sie nicht reingelassen? If she actually wants to see me, she will find a way. Any good negotiator would. And I just don't have anything to discuss with a bad negotiator. Ein guter Unterhändler würde den Weg auch so reinfinden? He doesn't want to see her. It's as simple as that. Okay. Of course, Harry. Let me just assure you one more time. It's perfectly okay to share anything we discuss here with this Joyce. This is a completely transparent organization. Junge, ach, wie fertig, ne?
Also er hat jetzt nochmal extra betont, dass es total okay ist, was ich sowieso getan hatte, alles, was ich hier erfahren habe, mit Joyce zu reden, weil sie ist eine komplett transparente Organisation, wo er mir nochmal sagen will, er sieht alles, er weiß alles und er gibt mir sowieso nur die Informationen, die er rauslassen möchte. I have no interest in what she is doing, but I myself have nothing to hide. Your business is your business and I respect your privacy. Just remember, none of this is secret. Nichts ist Tell her geheim. about all of it. My brother's picture, my singing swordfish clock. Tell her how overweight I am and how I'm helping you find your lost gun. Tell her about everything. Evrart doesn't mind. Schön, dass er noch den verschwundenen Revolver nochmal im Nebensatz erwähnt. Aber ich finde, der Fisch kann singen, das müssen wir gleich nochmal ausprobieren. It is rather interesting to tell people things about each other, isn't it? It was nice telling him about her right now. Ist das schön von ihr zu erzählen? Ja, ich habe ja prinzipiell auch nur erzählt, was sie mir erzählen wollte, ne? Weil das sind zwei manipulative Typen. Prinzipiell können wir die komplett das Links- und Rechts-Bingo spielen. Das erfährt keiner von beiden irgendwelche neuen Sachen. Ja, ich gehe dann mal. Wait. You need this to get in and out through the gate. Sie brauchen das hier, um rauszukommen. Super, ich will hier nicht festsitzen. Here, you're one of us now. A real red and white union man. Take care, Harry. Sind jetzt einer von uns ein echter rot-weißer Gewerkschaftler? What? What? Haha, schön.